Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, und zwar der ersten Folge von Inside Wunderlich. Ich freue mich sehr, dass wir heute damit starten können, und wir haben euch ja bereits im letzten Beitrag gesagt, uns interessiert eure Meinung und eure Frage. Und wir können es einfach mal so ein bisschen vorab auch nehmen. Wir wissen, es interessiert euch das Fahrwerk extrem. Und dieses Fahrwerk werden wir heute mal so ein bisschen, ich will nicht sagen beleuchten, sondern vielleicht den einen oder anderen Einblick genehmigen, den man so normalerweise nicht bekommt. Wie das Ganze aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Vorher gehen wir aber noch mal ganz kurz durch die Halle und stellen euch noch jemanden ganz anders, sehr wichtigen, hier im Wunderlich GmbH bzw. Inside Wunderlich vor. Also, bis gleich. Einen wunderschönen guten Tag im ganz offiziellen Bereich, muss man sagen. Wir sagen einfach Frankie, weil anders kennt man ihn nicht. Eigentlich nicht. Also er sich auch nicht, weil wenn wir jetzt der Herr Hoffmann sagen, dann wird es vielleicht ein bisschen kompliziert. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Übrigens, Wunderlich ist ein wahrer Familienbetrieb bzw. ein Liebesbetrieb, was Hunde angeht. Die seht ihr hier überall, und das macht sehr sympathisch und das Arbeiten, glaube ich, auch ein bisschen angenehm. Ne? Damit wir das mal ganz kurz so ein bisschen vielleicht auch vorstellen und du dich vorstellst, weil nicht jeder weiß, wer im Hintergrund mit die Fäden zieht und wie die Ideen so sind. Du bist auf der einen Seite ein wahrer Vollgasathlet, sehr, sehr gerne auf der Rennstrecke auch unterwegs. Aber du schätzt natürlich auch das Tourenfahren etc. und alles, was sich im Endeffekt oder worum sich Wunderlich auch kümmert. Klar. Also wie du schon sagst, also ich komme von der Rennstrecke, das habe ich vor meiner Wunderlich-Zeit hauptberuflich gemacht, lange, lange Jahre, daher kennen wir uns auch. Ja. Und diese Passion, dieses, nennen wir es einfach mal das Händchen fürs richtige Fahrwerk, wir beide wissen ganz genau, dass ein ordentliches Fahrwerk viel mehr wert ist als jedes PS on top. Ja. Oh ja. Und das haben wir mit über die Jahre genommen in die Wunderlich-Area hinein. Und ja, da ist Wunderlich Suspension draus gewachsen. Viele Jahre, viel Erfahrung, viele Leute. Das ist etwas, was sich ergibt. Also man kann nicht einfach so sagen, okay, ein Serienfahrwerk funktioniert nicht und deswegen muss man das verbessern. Sondern es ist so, ein Serienfahrwerk ist eine Basis, auf der man aufbauen kann. Jemand nimmt sich dessen an, der auch die Erfahrung hat und weiß, an welchen Stellschrauben er drehen muss, um das Ganze zu verbessern. Und Frankie hat es ja gerade genauso schön erwähnt. Der Weg ist ein langer, bis man dann irgendwann verstanden hat, worum es geht und was dann auch wichtig ist. Also wir machen sehr viel Touring und sammeln natürlich auch da Erfahrung und wissen, was der Tourenmotorradfahrer im Speziellen auch wünscht, was Fahrwerke angeht. Und, aber du hast eben gesagt, dieses Personalisieren, das ist jetzt zum einen, was die Funktion angeht, ja, dieses Verbessern des Fahrverhaltens, aber zum anderen auch machen wir so ein Fahrwerk passend auf die Körpergröße. Das haben wir eben so ein bisschen vergessen, weil da gibt es natürlich den 2-Meter-Menschen, auf der einen Seite, der gerne mit einer Adventure fährt, auf der anderen Seite fährt aber auch jemand oder vielleicht sogar eine Frau, die nicht so ganz groß ist, gerne mit einem großvolumigen Boxermotorrad, und das können wir natürlich auch auf den Punkt bringen. Wenn man ein Fahrwerk, unser Wunderlich-Fahrwerk zum Beispiel mit einem Originalfahrwerk vergleicht, bist du in der gleichen Preisrange bei einem Neukauf. Ja, korrekt. Ja, korrekt. Hast aber eine längere Garantielaufzeit. Und wie schon eben gesagt, ein personalisiertes Fahrwerk gibt es eigentlich nur positive Aspekte.
Wie das Ganze aussieht, wie das Ganze funktioniert und was überhaupt so der Weg ist, bis man mal so ein fertiges Produkt in der Hand hat, schauen wir uns jetzt an. So, wir sind also jetzt in unserer Fahrwerksecke beim Sebastian Klettke, der heute mal keine BMW macht, denn wir sind markenoffen. Wir machen für alle Fahrzeuge die richtigen Fahrwerke. Und da möchte ich einfach gerne mal weitergeben an den Sebastian und der kann euch so ein bisschen erklären, was er da im Einzelnen treibt. Ich kenne die Geschichte, wie du zu Wunderlich gekommen bist. Erzähl sie bitte mal aus deiner Perspektive, ganz kurz. Ja, erstmal herzlich willkommen hier bei mir in der Werkstatt und gerade auch hier in der Fahrwerksabteilung. Wie der Chef schon gesagt hat, mein Name ist Sebastian Klettke, ich bin seit einem guten Jahr jetzt Werkstattleiter hier bei Wunderlich und ja, auch verantwortlich oder in leitender Position, was die ganze Fahrwerksthematik angeht. Ich bin vor jetzt gut 6 Jahren zu Wunderlich gekommen. Eigentlich auch mehr durch den Zufall, dass wir, der Frankie und ich, einen gemeinsamen Bekannten haben vom Motorradfahren. Und so gesprächsweise mal gefallen ist, ach, Wunderlich ist auch eine geile Firma. Du kennst ja den Frank, wenn du mal was hörst und die suchen einen für die Werkstatt, sag mir mal Bescheid. Ja, und eine Woche später bekam ich einen Anruf, ich soll dem Frank doch mal bitte eine Bewerbungs-E-Mail schreiben. Und dann ging das auch relativ fix, dass wir uns einig waren. Ich bin damals ADAC Junior Cup gefahren für Yamaha kurz und habe dann damals von Technoflex mein erstes Fahrwerk für die erste Saison DM und Junior Cup in die 80er bekommen. Und komme dann in die Werkstatt rein und das war das erste Mal, dass ich zuschauen durfte, wie so ein Fahrwerk zerlegt wird, wie so ein Shim-Setting geändert wird. Und stand mit riesenleuchtenden Augen in der Werkstatt, bei denen ich gedacht, boah geil, das willst du irgendwann mal machen und so eine Werkstatt willst du irgendwann mal haben. Ja, und damit ist hier ja wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Genau, dieses Gefühl zu dem eigentlichen Vorderrad und Hinterrad, das ist ja jetzt so eine Sache, wenn man das so umschreibt und jeder vielleicht von euch kennt es auch, wenn man unterwegs ist auf dem Motorrad, man fährt über gewisse Landstraßen, auf dem einen kantet das Meer, man spürt mehr den Lenker, wie er sich bewegt, auf den anderen Passagen liegt das Motorrad total ruhig, dann gibt es aber auch Momente, wenn zum Beispiel eine 1200 GS voll bepackt ist, dass sie so ein bisschen so ein leichtes Pendeln entwickelt bei hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn. All das sind ja Sachen, die ihr rausfahrt und du praktisch mit der Erfahrung von ab 5 Jahre aufwärts dann auch deuten kannst. Weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, wenn man an so einem Motorrad arbeitet, dass man auch selber spürt und weiß, wie danach das Verhältnis sein wird. Ist ja nicht jeder, der irgendwie aus dem Rennsport kommt und wirklich präzise Aussagen treffen kann, was das Motorrad in welcher Situation macht oder wo es klemmt, sagen wir mal. Und da ist es schon unheimlich hilfreich, dass ich zum einen Gelände wie auch Straßenerfahrung habe, dass ich mich auch in den Kunden reinversetzen kann. Wenn der mir erzählt, du, ich bin da und da gefahren, dann hat das Motorrad dieses oder jenes gemacht. Ja, wenn man nicht direkt einen Ansatz hat, gehört ganz klar auch eine Probefahrt dazu. Da haben wir hier natürlich die idealen Bedingungen mit den Landstraßen rund um den Nürburgring, im Zweifelsfall auch mit eigenen Motorrädern in der Testphase und in der Abstimmphase, dass wir die auch mitnehmen zu den Perfektionstrainings auf die Nordschleife, da rausfahren. Und so kommst du halt dann, hast du mit der Zeit so deinen Informationspool, in welche Richtung es denn gehen muss, wenn ein Kunde XY mit einem Problem ankommt oder sagt, das fährt nicht schön. Ja, genau, das reicht schon als Aussage eigentlich. Und da waren wir ja gerade schon beim Thema, hatten wir ja schon umschrieben, oftmals weiß man als Otto-Normalverbraucher, man kann es nicht wissen, gar nicht, woher dieses Problem kommt, warum fühle ich mich nicht wohl. Und in dem Moment, wo man dann ein personifiziertes Fahrwerk fährt, wundert man sich, wie gut und wie anders sein Motorrad fahren kann und wie es sich im Endeffekt in Feedback, also dem
dem Gefühl zu Vorder- und Hinterrad verbessert und wie lesbar auf einmal das Ganze wird. Und das ist ja auch nicht eure Aufgabe, zu wissen, wie man technisch dahin kommt, sondern dieser Aha-Effekt ist eigentlich dann immer sofort da, wenn die Leute drauf sitzen. Der ist immer sofort da. Und was ich auch ein ganz wichtiges Thema finde, ist, viele verbinden ja Fahrwerkstuning immer noch mit Rennstrecke. Ja. Um die letzte Zehntel rauszuquetschen, um die Performance zu steigern. Aber unser Ansatz, gut, jetzt haben wir hier gerade ein Trackbike. Ja, gehört auch dazu. Aber zu diesem großen Portfolio. Beim normalen Straßenmotorrad geht es vielmehr darum, wie du schon sagst, ein gutes Gefühl, ein gutes Vertrauen aufzubauen oder ein gutes Vertrauen zum Motorrad zu haben. Weil umso mehr traue ich mich in Notsituationen auch mit dem Motorrad wirklich dann zu agieren. Ja. So, und das ist vielmehr der Punkt. Sicherheit schaffen, Reserven schaffen, ein gutes Gefühl. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wo ist der Ansatz? Also ich setze mich auch mit den Kunden halt im Vorfeld hin und dann wird darüber gesprochen, was will der Kunde, was erhofft er sich, wo liegen die Probleme und wo ist überhaupt der Bedarf. Hallo Stefan. Hi. Ich bin der Karl, einer meiner 12.700 Follower auf Insta. Okay, danke. Es geht ja jetzt nicht in erster Linie um dich als Person, sondern natürlich auch um die Idee, warum lässt du jetzt ein Fahrwerk modifizieren. Aber, und das kann man ja glaube ich schon so runterbrechen, es geht darum, noch mehr zu spüren und, du hast gerade schon so schön gesagt, mehr Sicherheit einzubauen. Mehr Reserven, also das war so für mich der wichtigste Punkt, mehr Reserven zu haben. Also dann war ich auf der Kartbahn, Basti war mein erster Instruktor und dann sind wir da so gefahren und es war so ein Schnupperkurs und ich habe mich direkt wieder eingebucht fürs nächste Mal, fürs Kurventraining. Und er so, hier, das geht auch gut bei dir und das macht Spaß mit dir und dann immer mehr, war ich 5, 6 Mal auf der Kartbahn und jetzt war ich in der Zwischenzeit 10 Mal auf der Rennstrecke und werde halt immer deutlich schneller, also das sind dann immer so 2, 3, 3,5 Sekunden und Basti hat mir dann beim Motorrad das erste Mal das Fahrwerk so justiert, mit dem was da war, das Sachs-Federbein, die Originalgabel, hat das alles gemacht und da war das schon straff und da habe ich gedacht, jetzt habe ich so den RS4 unter den 600. Ja, genau. So, und jetzt waren wir in Calafat das letzte Mal und da war es so in dem Bergaufstück rechts, fing die an hinten zu rühren beim Gas geben. Dann habe ich gemerkt, okay, das Fahrwerk ist jetzt einfach am Limit. Und für mich ist halt wichtig, dass ich wirklich fühle, dass ich wirklich Sicherheit habe und Reserven habe. Jetzt haben wir ja hier vorne die Gabel, alles relativ einfach zu sehen. Schon mal im ersten Sinne eine Upside-Down-Gabel. Upside-Down-Gabel, wenn man das dann so hört, viele lesen es, aber können sich vielleicht auch nicht sofort etwas darunter vorstellen. Upside-Down bedeutet im Endeffekt, dass das, was ihr jetzt hier gerade im Verchromten seht, nämlich die Tauchrohre, genau die sind, die unten sind. Bei vielen Modellen und insbesondere bei älteren Modellen der Motorräder ist es eben eine normale Right Side Up, wie man immer so schön sagt, Gabel, die dann im Endeffekt diesen Chromanteil oben hat und diesen dunklen Anteil unten Richtung Steckachse hat. Warum man das irgendwann dann mal geändert hat, ist ganz einfach der Punkt, das Losbrechmoment bzw. die Kräfte, die wirken auf eine Gabel, das muss man sich ja so vorstellen, wenn die Zange hier unten reinbeißt in die Bremsscheibe, dann kommt der Druck über die eigentliche Steckachse und das Ganze verwindet sich nach hinten, weil natürlich das Motorrad von hinten ja schiebt. Das heißt, die Kraft geht nur auf das Vorderrad und dadurch ist auch ein gewisser Flex, also die Gabel verbiegt sich, in Anführungsstrichen gesehen, ein wenig und dieser Flex muss ja irgendwo auch seine Kraft abgeben. Und diese Kraft gibt er im Endeffekt ab, genau in diesem Bereich. Wäre er höher, wäre natürlich auch die Kraft, die wirkt von der Steckachse unten auf das eigentliche Tauchrohr dann größer und somit auch dieses Losbrechmoment, was man bei einer schlechten Gabel mal spürt, was einfach nicht so butterweich ineinander läuft, dann gerade auf der Bremse noch bescheidener. Du baust jetzt gerade die Gabel aus. Ja. Was wird dann daran geändert? Moment, ich kämpfe hier gerade ein bisschen mit der Daumenbremse. Daumenbremse, auch ein interessantes Thema. Schreibt mal runter in die Kommentare, was als nächstes dran sein soll, wenn wir jetzt schon Daumenbremse hören. Wo gehen wir denn jetzt hin? Also der Ansatz ist hier folgender. Wir werden jetzt zum einen kompletten Gabelumbau machen. Dazu gehört das Überarbeiten der Gleitrohre und der Führung, gepaart mit einem anderen Satz Simmering.
um das von dir schon angesprochene Losbrechmoment auf ein Optimum zu heben. Weil es ist immer ganz wichtig, dass man erstmal sich die Technik der Gabel im Gesamten anschaut und erstmal aus dem, was man gegeben hat, das Maximum rausholt. Also ich finde es ist ein bisschen Perlen vor die Säue, wenn man einfach nur das Öl rauskippt, steckt ein Cartridge-System, so ein Gabelumbau-Kit rein und schiebt die Gabel wieder in ein Motorrad. Dann hat man zwar schon eine Performanceverbesserung, aber man kann viel mehr damit rausholen, wenn man noch ein paar Handgriffe mehr macht, um einfach die Gabel perfekt zum Arbeiten zu bringen. Und gerade in hoher Schräglage über feine Wellen ist halt das Ansprechmoment der Gabel auch auf der Bremse, wenn sie sich verbiegt und die Reibung schon höher wird, das A und O, dass du da eine ganz feinfühlig funktionierende oder ansprechende Gabel hast. Die beste Dämpfung hilft dir nichts, wenn sie sich nicht bewegt. Das ist richtig. Und somit ist natürlich klar, genau das, was er gerade umschrieben hat. Dieses Losbrechmoment, das ist auch etwas, was du nur weißt, wie es sich anfühlt, wenn du mal die Gegensätze gefahren hast. Holme sind raus, natürlich gehört zur Gabel, dann wahrscheinlich auch später noch das Federbein, weil du kannst ja nicht nur jetzt zum Beispiel eine Gabel ändern. Das ist ja vielleicht auch eine Frage, die sich stellt. Ist ein Fahrwerk denn notwendig, dass ich es vorne und hinten mache? Also umgebrochen jetzt mal auf einen PKW oder was auch immer. Ich wechsle ja auch nicht nur vorne, mache ich 2 breite Reifen drauf und hinten halte ich die schmalen, sondern es muss das Paket, also dieses Gesamtpaket ja auch miteinander harmonisch arbeiten können. Und da sich natürlich die Arbeitsweise der Gabel ändert, muss auch gleichzeitig das Federbein praktisch auf Niveau gebracht werden. Ja, du läufst eigentlich Gefahr, wenn du nur eine Sache machst, also nur die Gabel oder nur ein anderes Federbein reinsteckst, dass es fast schlechter fährt als vorher. Genau. So, weil Serienfahrwerk ist meistens aufeinander abgestimmt, dass das Gabel und Federbein gleichmäßig arbeiten, sei jetzt mal dahingestellt, ob zu hart, zu weich, was auch immer, aber es arbeitet zusammen. Und wenn wir jetzt nur hingehen würden die Gabel umbauen mit dem Cartridge-System, haben eine viel straffere Dämpfungsabstimmung, weil es eine Rennstreckenabstimmung ist, gehen dann auch noch hin, machen härtere Federn rein zum Beispiel. Sondern ist die Gabel schön straff, führt schon und dann fängt es hinten an, noch mehr zu rühren, weil die Unruhe, die sich vorher durchs ganze Motorrad verteilt hat, war irgendwie lesbar. Aber dann hast du auf einmal vorne ein perfekt führendes Vorderrad und dann wird noch mehr Unruhe ins Federbein geleitet und es kommt noch mehr ans Arbeiten und ist dann noch schneller überfordert. Also es kann tatsächlich passieren, dass es sich dann schlechter anfühlt als vorher mit dem Originalfahrwerk. Ja, wie ihr seht, ich habe schon mal angefangen, habe den einen Holm schon zerlegt. Ja. Und hier ist auch ein schönes Beispiel. Ich habe ja vorhin erwähnt, an der Gabel waren wir schon mal dran. Es waren noch die Serieninnereien drin. Ja. Aber ein schönes Beispiel dafür, warum auch ein regelmäßiger Gabelservice oder generell Fahrwerksservice wichtig ist. Weil das ist jetzt schon gut 2,5, 3 Jahre her, wie ihr sehen könnt. Das ist genau das Losbrechmoment, von dem wir gerade gesprochen haben. Das ist genau das Thema zwischen einer Laufbuchse und einem Gabelholm, wie eigentlich das Ganze funktionieren wird. Ja. Ich denke mal, wir sehen es dann gleich auch noch. Richtig. Und es sollte einfach ganz saugen, plumps nach unten fallen. So, nicht so stumpf. Jetzt haben wir hier schon den Fall, das ist schon eine Gabel, wo ich schon mal die Gleitrohre poliert habe und an den Führungen dran waren. Und hier sind auch schon SKF-Simmerringe drin. Aber wie gesagt, 2,5, 3 Jahre her. Und irgendwann ist auch da vorbei mit der Herrlichkeit, dass man zumindest mal alles sauber machen müsste. Weil das ist immer, es zieht sich immer ein bisschen Dreck, ein bisschen Staub zwischen Staubkappe und Simmerring durch. Die Simmerringe werden mit einem Silikonfett gesetzt, auch das verharzt mit der Zeit. Du polierst dir wieder den leichten Schliff, den wir da reinbringen, aus dem Gleitrohr raus und. Und das ist dann was dafür, dass nach einiger Zeit die Gabel dann wieder unsensibel wird. Plus du hast natürlich da unten dann auch die Witterung, die einen riesen Einfluss nimmt, den Steinschlag, den du von vorne bekommst. Da sind oftmals dann ganz feine Macken, die man super wieder rauspolieren kann, die aber natürlich dann auch wieder eine ganz andere Basis schaffen. Warte mal ganz kurz, bevor du das hier machst. Du kippst so, weil das für dich so normal ist. Aber wir sind ja gerade dabei, eigentlich das mal zu erklären. Jetzt ist ja schon die Gabel geöffnet und praktisch der Gabelstopfen oben runter gedreht. Und dann seht ihr schon, das ist der Ansatz von dem Cartridge, was drin ist, beziehungsweise von der Schubstange. Und da ist die Feder. Und natürlich, da ist ja auch eine Menge Öl drin. Und das ist natürlich auch ein Thema nach 2, 3 Jahren. Du hast alleine, wenn du keinen Einfluss von außen hast, dass Schmutz von außen reinkommt, natürlich mechanisch beanspruchte Teile und Abrieb.
Genau. Und dann setzt sich unten in der Gabel, das werden wir vielleicht jetzt nicht direkt beim Auskippen sehen, aber wenn wir die Gabel gleich zerlegen, hast du so einen graphitfarbenen Ölschlamm unten drin. Genau. Und den hast du auch in den Innereien irgendwann. Für diejenigen, die schon mal einen Motorölwechsel gemacht habt, ihr kennt es ja auch. Ich meine, ein Öl verfärbt sich, indem das natürlich auch die Belastung, wie gerade schon umschrieben, eine gewisse Reibung bringt. Und diese Reibung muss sich natürlich irgendwo absetzen. Und gerade in der Gabel, wie aber auch an vielen anderen Teilen eines Motorrades, aber gerade in der Gabel ist es ja auch ein sehr, sehr feines System, was miteinander funktionieren muss und ineinander läuft. Also du hattest eben auch mal so einen Spezialausdruck Chim-Paket benutzt. Das ist ja etwas, worüber man sich eigentlich nicht bewusst ist und auch nicht vorstellen kann, wenn man sowas noch nicht gesehen hat. Aber auch das werden wir gleich noch umschreiben. Und da seht ihr diese, das ist das Öl, was gerade rauslief. Und da kommt schon so ein bisschen von dem Film dann mit. Man sieht ein paar Teile, aber das ist noch lange nicht alles, was es dann ausmacht. Weil aktuell sehen wir eigentlich nur die Feder. Richtig. Und genau, nämlich die Kolbenstange, die dann hier drinne auch die Dämpfung hergibt. Also sowohl die Zug- wie die Druckstufendämpfung. Und das muss natürlich in einem Ölbad laufen. Und dieses Ölbad ist dafür da, um praktisch, wenn sich das Öl durch die Chims durchpressen muss, die Geschwindigkeit reguliert. Wie das Ganze zusammengesetzt wird, erklären wir euch dann gleich noch. Es ist einfach nur schön, mal bei sowas zuzugucken und nicht selber Hand anlegen zu müssen, sondern es zu sehen, wie es entsteht. Also auch das ist natürlich ein Punkt. Inside Wunderlich soll ja dafür da sein, dass ihr auch mal den Moment habt, in dem, wo die Dinge einfach entstehen. Da braucht man auch gar nicht viel zu sagen, sondern es ist genau die Situation, die einfach dann bei jedem auch so wäre, wenn die Gabel hier hinkommt und dann halt auch dementsprechend umgebaut wird. Das sind normale Arbeitsschritte, die den Unterschied dann auch ausmachen. Gut Ding will Weile haben. Gut Ding will Weile haben. Und schön ist es, wenn man die Zeit hat. Ja, vor allem muss man sich hierbei die Zeit nehmen. Auch genau, absolutes Thema. Ich meine, du hast ja gerade stolz erzählt, deine Werkstatt und schon immer so von geträumt. Ja. Ich meine, das Arbeitsambiente, man ist verwöhnt. Ganz klar. Also zu Recht, weil ich finde, es geht auch nicht anders. Wenn du solche Dinge machst, dann muss es so aussehen. Aber nicht jeder kann sich vorstellen, dass es bei ihm so aussieht. Das ist aber, glaube ich, auch eine Sache, die du genauso wie ein Koch eine gute Küche hat, du einfach eine gute Werkstatt als Basis brauchst, um die Dinge so umzusetzen, oder? Oh, man hört es schon, sie wird schon locker. Tick, tack. Der Weg wird länger, jetzt ist sie da. Da haben wir sie. Ja, aber gerade wenn es so feinmechanisch wird. Genau. Fahrwerk, Motorenbau, ist Ruhe, sich dafür die nötige Zeit nehmen und vor allem Sauberkeit, das A und O. Ja, hier kommen wir jetzt eigentlich nochmal aufs Thema Sauberkeit zurück. Zum einen macht es das Arbeiten leichter, wenn du eine saubere Arbeitsfläche hast, aber auch gerade beim Thema Fahrwerk oder auch Motoren, wie wir es hatten. Ein Sandkorn kann, je nachdem, wo es sich absetzt, fatale Folgen haben. Ja. Wir werden uns ja mit Sicherheit noch ein Chim-Paket anschauen. Korrekt. Dann versteht ihr es vielleicht auch ein bisschen besser im Detail, aber der Stefan wird es kennen. Wenn sich ein Körnchen zwischen dieses Chim-Paket, zwischen diese kleinen Plättchen oder in den Hydraulikkolben setzt im Inneren, kann das schon die ganze Dämpfung ruinieren. Also dass man wirklich fast null Dämpfung hat in der Druckstufe. Und deswegen ist es noch umso wichtiger, hier in dem Bereich ganz sauber zu arbeiten. Die Chim-Pakete, wir zeigen euch das gleich noch, aber die Chim-Pakete werden im Endeffekt, das sind Blättchen, die sich leicht verbiegen können in diesem Strom vom Öl. Genau. Und die müssen praktisch oder sind komprimiert
Und je nachdem, ob ihr jetzt die Dämpfung zumacht oder aufmacht, werden sie stärker komprimiert oder schwächer. Was bedeutet, sie haben mehr Platz, um Öl durchzulassen oder weniger Platz. Jetzt ist aber, wenn wir ein Chim-Paket bestücken, dann sind das sehr, sehr viele Chims. Und wenn wir darüber reden, wie dick die Stärke ist eines Chims, sag mir von... Ja, bewegt sich so im Bereich von 0,1, 0,15 Millimeter dicke Shims, aber die hast du hier weniger bis 0,3 Millimeter maximal. So, 0,3 Millimeter maximal. Heißt, genau wenn da dieses Sandkorn zwischen ist, dann ist das praktisch der größte Körper in diesem Chim-Paket. Und der macht natürlich alles, was in der Feinabstimmung dann rausgefahren wurde, komplett zunichte. Oh, das war gerade schön für den Sven. Der hat nämlich die Kopfhörer auf den Ohren. Laut. Ich klaue mir immer sowas von der linken Seite, nur um ganz kurz ergänzend noch zu sagen, das hier ist entweder mal ein Schlitz, es ist mal ein Dreier-Imbus, es ist ein Vierer-Imbus, es geht manchmal bei manchen Motorrädern mit Klicks. Bei manchen Motorrädern sind es Umdrehungen, da spürt man keine Klicks, aber das wäre zum Beispiel in dem C steht Compression, bedeutet Druckstufendämpfung. Und das unterscheidet sich auch bei Motorrädern. Es gibt manchmal eine linke Seite, die hat nur die Druckstufe und die rechte Seite hat nur die Zugstufe, in dem Fall dann Rebounds, da steht dann R. Es gibt aber auch verschiedenste Motorräder, die oben zum Beispiel die Druckstufe haben und unten am Gabelholm dann praktisch die Zugstufe. Andersrum. Entschuldigung? Andersrum. Andersrum? Du hast meistens im Bodenventil die Druckstufe. Oder so rum. Es gibt alle möglichen Varianten. Die Vorbereitungen laufen für etwas, was essentiell wichtig ist, aber kaum einer auf dem Schirm hat. Ich sage nur mal so viel, wir brauchen eine Drehbank. Ich muss das ja irgendwie spannen können und um die Lauffläche nicht zu beschädigen, klebe ich hier mit ein bisschen Tape ab, dass ich gleich vorsichtig spannen kann, um hier keine Abdrücke von den Spannbacken zu haben. Und die Drehbank brauche ich halt dafür, um das gleich mit einem Vlies abzuziehen. Genau. Weil wir sprechen immer von Polieren. Polieren ist bedingt richtig, weil wir brauchen eine gewisse Oberflächenrauigkeit. Genau, und man sieht es wunderbar in der Sonne. Ich hoffe, Sven, du kriegst es drauf, eingefangen? Dass du eigentlich die Oberfläche siehst, wie sie hier noch anders glänzt wie an dem Part, wo die Gabel halt am meisten arbeitet. Hier ist sie ein bisschen mattiert und da wird sie glänzender. Das ist so im Hauptarbeitsbereich, wo die Führung arbeitet. Und da ist sie wirklich rauspoliert. Und wie bei Zylinderlaufflächen auch, haben wir, das ist für euch vielleicht ein Begriff, einen sogenannten Hohnschliff. Da werden ganz bewusst feine Kratzer, kann man sagen, eingebracht, ein leichter Kreuzschliff, der einfach dafür gut ist, dass das Öl die Chance hat, sich zwischen den Gleitlagern, die du auch ähnlich wie ein Kolbenring, ist ja auch nichts anderes als ein Gleitlager, wenn man es mal runterbricht, und dem Simmerring absetzen kann. Genau. Weil nur dann hast du einen vernünftigen Ölfilm, dass die Gabel sauber arbeitet, und auch wenn sich ein bisschen Öl magst du jetzt blöd anhören, aber es muss sich etwas Öl zwischen Simmerring und der Lauffläche absetzen können, damit so ein Simmerring überhaupt dicht ist. Genau. Ein komplett trockener Simmerring wird undicht, funktioniert nicht. Kann nicht funktionieren. Also deswegen auch, wenn so ein ganz feiner Ölfilm bei euch auf dem eigentlichen Rohr zu sehen ist oder auch nur so nach dem Federn praktisch so ein leichter Film zu sehen ist, das ist voll in Ordnung und soll eigentlich auch so sein. Genau. Wenn natürlich das Öl runterläuft und euch auf den Bremssattel tropft, dann ist es natürlich ein bisschen zu viel, dann solltet ihr mal über den Simmerring nachdenken. Aber diese Oberfläche bietet dann praktisch wie so eine Verzahnung für das Öl und damit kann sich immer irgendwo so ein bisschen dieser Ölfilm halt sammeln und bringt dann einfach auch eine bessere Laufkultur. So, nachdem wir jetzt soweit alles vorbereitet haben, sprich Gleitrohre poliert, Führung überarbeitet und so weiter, geht es nun an den Zusammenbau der Gabel. Hier muss natürlich auch das Thema Sauberkeit wieder groß geschrieben werden. Den Hubindikator haben wir schon auf der Gabel drauf. Jetzt kommt der Sicherungsring für den Gabeldichtring. Und bevor die Dichtringe aufs Gleitrohr geschoben werden, kommt noch ein bisschen Silikonfett dran, um einfach die Dichtringe zu schmieren. Und auch das verringert nochmal das Losbrechmoment.
Jetzt habe ich gerade die Höhe des Dichtrings gemessen, weil bei den Dichtringen von SKF, die wir verwenden, kommen je nach Motorradtyp noch Distanzscheiben mit dazu. Wenn das geschehen ist, baue ich das Cartridge schon mal provisorisch in die Gabel ein, allerdings ohne Feder, um mir die Blocklänge der Gabel anschauen zu können. Deswegen auch die Markierung geklebt, weil viele haben diese Hubindikatoren auf den Gabeln drauf, aber die wenigsten wissen, wo tatsächlich ihre Gabel auch auf Block geht. Deswegen finde ich, ist das immer noch eine wichtige Markierung, die man sich setzen sollte, um da überhaupt einen Anhaltspunkt zu haben. Hat es sich nur so angefühlt, dass die Gabel auf Block geht oder ist sie tatsächlich auf Block gelaufen, verschenke ich Restfederweg etc. Wenn ich das gemacht habe, klar, die Gabelkappe wieder aufschrauben. Jetzt, wo die Gabelkappe runter ist, haben wir gerade die Schubstange gesehen, die ich rausgenommen habe. Und jetzt kann Öl eingefüllt werden. Wenn das Öl eingefüllt ist, muss das Cartridge natürlich noch mit dem Push-Tool entlüftet werden, weil auch das wieder negative Auswirkungen auf unsere Dämpfung hätte. Natürlich würde sich das Cartridge auch mit der Zeit selber entlüften, aber warum wir auf den Punkt nochmal so genauer eingehen, wir müssen natürlich vorher alle Luftblasen raus haben, um dann unser Luftpolster, sprich unsere Ölmenge, korrekt einstellen zu können. Wunderlich. Complete your BMW.